Bah, da bin ich wieder. Wie ihr schon gelesen habt, gibt es heute ein Kartoffelgratin. Und zwar ein sehr simples, aber trotzdem extrem leckeres. Und ich würde sagen, ihr seht das so ein bisschen wie so eine Art Grundrezept, weil natürlich jeder so seine Idee davon hat, was da noch rein soll, außer Kartoffeln. Der eine macht Erbsen rein, der andere Mais, der andere Fleisch, Speck vielleicht. Das heute lasse ich ziemlich plain. Da kommt eigentlich außer ein bisschen Knoblauch nicht viel rein, außer eben natürlich die Gewürze, die dem Ganzen natürlich nachher ihren Geschmack geben. Das heißt, es wird ein schon geschmacksintensives, muss es sein, Kartoffelgratin, weil sonst schmeckt es nur nach Kartoffeln. Dann kann man sich eigentlich auch sparen, kann man auch Kartoffeln kochen. Aber ohne irgendwelche speziellen Aromaten dazu. Das heißt, da ist euch dann alles frei, was ihr damit reinschmeißen wollt. Es geht darum, dass es sehr simpel ist, dass die Vorbereitung kurz ist, es schnell geht, ab in den Ofen, abwarten, rausholen, essen. Wie das geht, zeige ich euch jetzt. Und dafür wird jetzt erstmal ein bisschen Kartoffeln geschält. Die Mengen schreibe ich euch drunter, weil hier ist natürlich das Verhältnis zwischen Flüssigkeit und Kartoffeln schon wichtig. Die Kamera hat mich mal wieder im Stich gelassen, aber ich glaube, Kartoffeln schälen ist jetzt sowieso nicht so spannend. Hier ist das Ergebnis. Wie ihr seht, habe ich nicht so riesengroße Kartoffeln genommen. Ich finde persönlich die kleineren Scheiben, die dann am Ende entstehen, einfach angenehmer. Gibt mehr Oberfläche, aber das ist natürlich so ein bisschen Glaubenssache. Man kann natürlich genauso gut auch größere Kartoffeln nehmen. Das ist jetzt übrigens 1 Kilo Kartoffeln. Festkochend, by the way. Und die Kartoffeln werden jetzt einfach in dünne Scheiben geschnitten. Ihr könnt natürlich auch eine Reibe dafür nehmen. So eine Gurkenreibe zum Beispiel eignet sich dafür auch sehr gut. Ich habe keine besonders gute hier, ich habe nur so eine geriffelte, da habe ich jetzt aber, das ist nicht das, was ich gerade will, deshalb mache ich es jetzt einfach mit dem Messer. Ein, zwei Knoblauchzehen können noch dazu. Die einfach ein bisschen klein hacken. Dann wird der flüssige Teil vorbereitet. Der besteht zur Hälfte aus Sahne und zur anderen Hälfte aus Milch. Man kann sagen, so Pi mal Daumen, die Hälfte, die ihr an Kartoffeln in Gramm habt, an Flüssigkeit in Millilitern. Und das ist jetzt die Stelle, bei der sich bestimmt, wie viel Geschmack das Ganze am Ende hat. Denn jetzt wird gewürzt und zwar kräftig. Und ich meine kräftig. Kartoffeln schlucken einiges an Geschmack. Da kommt jetzt erstmal Gemüsebrühe rein, nicht zu wenig. Dann habe ich hier ein paar Kräuter, zum Beispiel Rosmarin. Das war Thymian, jetzt Rosmarin. Dann Pfeffer. Und natürlich darf bei Kartoffeln nicht fehlen Muskatnuss und auch hier nicht zu wenig. Es muss richtig nach Muskatnuss riechen hier drin. Wenn ihr meint, es reicht, gut verrühren, gut mischen und abschmecken. Wirklich gründlich sein, gerade wegen der Brühe, die löst sich natürlich in kalter Flüssigkeit nicht besonders gut auf. So, probieren. Auch wenn ihr es so wie ich ein bisschen eklig findet, pures Sahne-Milch-Gemisch zu probieren, aber das muss jetzt sein. Und das ist jetzt zum Beispiel lecker, aber ich könnte das so löffeln und das darf nicht sein. Das muss viel stärker sein. Das muss so kräftig gewürzt sein, dass ich es nicht mehr einfach so essen könnte. Mache ich jetzt erstmal ein bisschen Salz rein und hau auch nochmal an allem anderen noch was rein. Jetzt ist es grenzwertig. Kleines bisschen Salz mache ich noch rein. Also, auf keinen Fall zu wenig machen, sonst wird es nachher stinklangweilig. Next, Auflaufform raus und mit ein bisschen Butter einfetten. Im besten Fall nimmt man die Butter dafür ein bisschen früher raus als ich jetzt. Und seid da schön gründlich, dass auch wirklich überall Butter ist, wo am Ende Kartoffel sein wird. Also auch so ein bisschen die Ränder hier. Wenn ihr so eine große Form habt wie ich jetzt hier, ist natürlich bei 1 Kilo Kartoffeln ist das nicht so randvoll. Dann mache ich als erstes ganz unten mal so eine kleine Schicht Knoblauch rein.
Erstmal ein bisschen verteilen. Dann die Kartoffeln. Guckt, dass die nicht zu sehr aneinander kleben. Verteilt sie so ein bisschen. Ich meine, es werden sowieso welche also na klar werden sie übereinander liegen. Aber solange sie nicht so perfekt übereinander liegen, kleben sie nicht so sehr aneinander. Jetzt, wo ich hier so eine Schicht habe, mache ich den restlichen Knoblauch rein. Dann gebe ich hier noch so ein paar Flöckchen Butter oben drauf. Und dann die Flüssigkeit. Jetzt guckt, dass es überall ungefähr gleichmäßig verteilt ist. Guckt, dass so viel Kartoffel wie möglich in der Flüssigkeit liegt. Und dann kommt das Ganze in den Backofen. Ich weiß nicht, ob ich es schon gesagt habe, 180 Grad Ober-Unterhitze. Kommt das Ganze jetzt rein und dann können wir im Grunde eine Stunde warten und es ist fertig. Oder man macht es so wie ich und kommt eine halbe Stunde später nochmal zurück, wie ihr jetzt seht, sind ja die Kartoffeln... Komm mal näher. Die Kartoffeln bekommen jetzt nämlich schon eine schöne Bräune und die oben werden natürlich auch so ein bisschen trocken. Und um zu vermeiden, dass die wirklich trocken werden und damit auch die anderen nochmal so eine leichte Röstung bekommen, werde ich das alles jetzt nochmal ein bisschen umrühren. Das muss jetzt nicht perfekt sein, dass jede Kartoffel, die jetzt oben ist, nachher unten ist und andersrum. Aber zumindest so ein bisschen macht das Ganze meiner Meinung nach einfach ein bisschen interessanter nachher. Auch so ein bisschen diese braunen Häute, die sich da schon gebildet haben, mal nach unten, damit sich oben noch mehr davon bilden kann. Und das ist am Ende richtig lecker. Wieder schön verteilen, dass möglichst viel in der Flüssigkeit liegt. Und wieder rein. Und jetzt könnt ihr es die letzte halbe Stunde wirklich einfach drin lassen. Oder weitere 25 Minuten später, also 5 Minuten vor Schluss sozusagen, haut ihr, so wie ich jetzt, nochmal 1-2 Hände Käse da oben drauf. Jetzt habe ich natürlich ausgerechnet so eine Schiene genommen, die ich nicht rausfahren kann. Da muss ich das einhändig machen. Natürlich gibt es da verschiedene Käsesorten, die man dafür nehmen kann und solche, die besser funktionieren und solche, die weniger gut funktionieren, wenn man es jetzt gratinieren möchte. Im Zweifel holt ihr euch im Supermarkt einfach Gratinierkäse, ich glaube so heißt er sogar, Gratinkäse, wie auch immer, und dann drauf damit. Ich habe jetzt einfach genommen, was ich noch da hatte, das ist einfach Parmesan, habe ich gerieben, drüber, und der darf jetzt die letzten 5 Minuten noch mal ein bisschen schmelzen und braun werden und dann wird es richtig lecker. Ihr habt es eben noch blubbern gesehen, dementsprechend ist es natürlich noch wahnsinnig heiß. Aber ich opfere mich jetzt einmal kurz und warte nicht, bis es abgekühlt ist. Wir wollen natürlich noch wissen, wie es geworden ist. Ihr seht hier oben, wir haben Ihr seht, wir haben eine käsige braune Schicht oben drüber, so wie es sein soll. Es ist cremig, es ist nicht trocken geworden, es ist auch nicht zu flüssig geworden. Oh Mann, das dampft wie die Hölle. Aber da muss ich jetzt durch. Also genauso soll es sein, es ist sehr geschmacksintensiv, aber nicht, es ist sehr geschmacksvoll, so will ich sagen. Es ist nicht zu stark, es ist nicht super intensiv, wie man vielleicht hätte vermuten können, wenn man die Flüssigkeit vorhin probiert hat, sondern wie zu erwarten war, hat die Kartoffel einiges davon geschluckt. Ist jetzt aber eben nicht langweilig, ist wirklich lecker. Kann man wirklich nur so essen, als Hauptspeise. Es ist so gut, braucht man nichts zu.
Und wenn ihr da jetzt noch irgendwelche Lieblingsgemüsesorten oder Fleisch oder Speck, was auch immer habt, was ihr da gerne dazu machen wollt, passt das natürlich auch dazu. Aber ist eigentlich gar nicht nötig. Ich mache mir jetzt gleich ein Salätchen oder sowas dazu und dann wird das aufschnabuliert. Guten Appetit. Für mich und für euch. Macht's nach. Wirklich, es ist super schnell gemacht. Klar, es dauert eine Stunde im Ofen. Aber Vorbereitung geht super schnell. Und es ist wirklich lecker. Also schreibt auch gerne mal drunter, was ihr so reinschmeißt an Aromaten, die ihr gerne dabei habt. Wie immer, lasst ein Like, Abo da. Und dann sehen wir uns bei den Kärtchen nächstes Mal wieder.